Willkommen zum 4. Tag in New York. Wir haben Dienstag, den 12. September und heute geht es zu Lady Liberty. Wenn man schon in New York ist, dann gehört sich das so, zumindest einmal. So teuer sind die Tickets nicht und es gibt auch nur einen offiziellen Anbieter, der heißt Statue City Cruises, also nicht auf irgendwelche dubiösen Straßenverkäufer hereinfallen. Natürlich gibt es auch die Low-Budget-Variante, die Staten Island Ferry, mit der wir gestern gefahren sind. Die fährt zumindest in der Nähe an Lady Liberty vorbei und zugegeben, vom Wasser sieht man die grüne Lady schon besser, als wenn man auf der Insel ist. Aber wir sind der Meinung, dass man zumindest einmal dorthin fahren sollte, vor allem wenn man zum ersten Mal in New York ist. Irgendwie wäre das wie nach Ägypten fliegen und die Pyramiden nie gesehen zu haben, oder? Da hinten das Zelt, das habe ich nämlich gesehen. Du musst hier, das stellt sich jetzt hier komplett an. So was das von der Menschenschlange schon ist. Jetzt ist er aus. Auch Glück gehabt. Hm? Wie könnte es auch anders sein? Es geht natürlich früh los und wir sind eine ganze Stunde zu früh da. Wir bummeln durch den Park gemütlich zum Terminal. Man muss hier übrigens einen Security-Check durchlaufen. Durch die eine oder andere Facebook-Gruppe waren wir vorgewarnt, dass uns Chaos und lange Wartezeiten erwarten würden und nichts davon. Also nicht immer die objektiven Ansichten von anderen Menschen als Maßstab nehmen. Das werden wir übrigens am Abend noch zu spüren bekommen. Der Security-Check ist erstaunlich gut durchorganisiert und wir kommen wie geplant auf eine der ersten Fähren und das ist auch gut so. Wir verdrömmeln nämlich mal wieder mehr Zeit auf Liberty Island, wie wir gedacht haben. Und wir haben noch eine Kleinigkeit fürs Protokoll. Wie manche wissen, unser Traum ist es, einmal in jedem Bundesstaat der USA gewesen zu sein. Und jetzt kommt gleich tatsächlich noch ein weiterer Bundesstaat hinzu. New York liegt natürlich im Bundesstaat New York, aber nur weil Lady Liberty in der Hafeneinfahrt zu New York steht, gehört sie nicht automatisch dazu. Liberty Island liegt nämlich tatsächlich in New Jersey. Wir sind jetzt in der Steuerzeit. Ja. Die Freiheitsstatue steht auf Liberty Island in der New Yorker Hafeneinfahrt und begrüßt seit ihrer Einweihung im Jahr 1886 Besucher aus der ganzen Welt. Die Statue war ein Geschenk von Frankreich an die USA und wurde von dem Bildhauer Frédéric Auguste Bartholdi entworfen und in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Gustave Eiffel gebaut. Ja, genau der mit dem Eiffelturm. Übrigens steht in Colmar in Frankreich ein Replikat der Freiheitsstatue, denn Bartholdi wurde in Colmar geboren. Da waren wir tatsächlich im Juni 23 auch.
atemberaubende Ausblicke auf die Skylines, Manhattan, Staten Island und New Jersey. Und die Hauptattraktion ist natürlich Lady Liberty herself. Wir spazieren um die Insel und um Lady Liberty, der ein oder andere halt im Schatten, und dabei beobachten wir das Treiben. Es gibt schon verrückte Menschen. Einige asiatische Frauen flanieren hier wirklich im Originalgewand der grünen Dame und die ganz Verrückten verkleiden sich regelrecht selbst als Lady Liberty, aber dann eher als peinliches Replikat. Aber jeder wie er meint, und umsonst werden hier ja keine Schaumstoffkrönchen als Souvenir verkauft. Amüsant anzusehen ist es auf jeden Fall. Apropos Souvenirs. Eine Mini Liberty ziert jetzt natürlich auch unsere Vitrine. Als kleiner Tipp, hier auf Liberty Island bekommt man tatsächlich welche Made in USA. Das unterstützen wir, und wir haben in den einschlägigen Souvenirshops sonst auch nur, sagen wir mal, billige C-Ware gesehen. Du weißt, was wir meinen. Es war dann auch irgendwie wenig verwunderlich, dass wir in dem Souvenirshop beobachten mussten, dass asiatische Menschen die Statuen in jedem Blickwinkel fotografierten, aber nichts kauften. Böses dem, der Böses dabei denkt. Unsere Meinung: lieber ein Souvenir weniger kaufen, dafür vielleicht ein paar Dollar mehr zahlen und auf Made in USA achten. Also nebenher. Ja, ich hatte ja noch geguckt, ob ich irgendeine Tickets für dich für die Krone kriegen kann, aber Da weißt du, wie lange du anstehst. das hättest du mit. Das kannst du nur mit der Fahrt zusammen machen. Da wir die Fahrt ja schon hatten. Du stehst aber lange an. Die riesige Schlange da hinten stand oben, habe ich gesehen. Ja, die lassen wahrscheinlich noch so und so viel mal rauf und dann wieder weiter. Ja, gut. Von Liberty Island aus muss man nicht zwingend wieder direkt zurück nach Manhattan, denn von hier kommt man auch noch nach Ellis Island in der Upper New York Bay. Das mussten die damals alle hier durch. Für viele Einwanderer war Ellis Island der erste Boden, den sie in Amerika betreten haben, und von hier aus begannen sie ihre Reise, um sich in einer neuen Welt niederzulassen. Heute ist Ellis Island ein Museum, und Museen sind in den USA normalerweise wirklich toll gestaltet. Viel Liebe zum Detail und man erfährt wirklich eine Menge. Wir lieben das, normalerweise. Ehrlich gesagt sind wir hier ein wenig enttäuscht. Die Räumlichkeiten sind schon interessant anzusehen, die Registrierungshalle ist echt imposant. Wir lernen auch viel, aber das Museum an sich ist nicht so, wie wir es hier in Amerika normalerweise kennen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es unheimlich voll ist und laut. Ah, Irland und Germany da drüben. Da ist Irland und Germany da drüben. Ach du, guck mal, wie groß die Halle ist.
krass, oder? Sehtest machen? Ja, müsste dann nicht beim Arzt gewesen sein. Wenn man das so sieht, ne? Ja, lesen und schreiben kann wahrscheinlich, ne? Ja, ein 9-Jähriger musste das innerhalb von 20 Sekunden lösen. Was musst du denn da machen? Ja, die richtigen Teile da reinsetzen. Also, das ist ja einfach. Ja, ja. Ja, die Klasse. Ja, die anderen bleiben, wo die anderen Frauen, ne? Ja. Ja, klar kann man sich das mal anschauen. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Ja, ich habe auch gedacht, mehr so Räume. Ja, ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt, ne? Das ist es ja. Eigentlich wollten wir hier auch zu Mittag essen, aber das fällt aus, denn wir hätten viel zu lange anstehen müssen. Wir bummeln noch durch den Souvenirshop, gönnen uns einen Kaffee und ein Kochbuch der Einwanderer. Wie könnte es anders sein? Ich sammle schließlich Kochbücher. Ein Bummel durch die Außenanlagen und ja, wir schauen auch, ob wir Namen aus unseren Familien hier am Denkmal entdecken. Aber leider Fehlanzeige. Genau, das sind die wahrscheinlich hier angekommen sind. Ja. Irgendwann geht es mit der Fähre wieder zurück nach Manhattan. Wir legen im Battery Park an und machen einen ganz entspannten Spaziergang weiter durch den Park über den Empire State Trail bis runter zum Brookfield Place. Streets full of people call me. Lights dance, flicker like a dream. City of the heart, only you can bring me up. New York City, Cupid calls me. City of the heart, you live in me. New York shines like never before. Every step a new beat. In the city that never sleeps, for 3 on the road.
skyscrapers speak quietly. Every block an adventure. Taxi calls far away. Love is in the air tonight. City of the hearts, you live in me. New York shines like never before. Every step will be the city that never sleeps, for free on the road. Over bridges, through the subway, deep in my heart, I feel you breathe of freedom. I'm dancing in the streets. City of the heart, you live in me. New York shines like never before. Every step will be the city that never sleeps, for free on the road. Over bridges, through the subway, deep in my heart, I feel you breathe of freedom. I'm dancing in the streets. City of the heart, New York shines like never before. Every step a new beat. The city that never sleeps, for free on the road. Wir entdecken so einiges, was wir gar nicht erwartet hätten. Hier ist weniger Touri-Aufmarsch, dafür aber mehr Einheimische. Und wer hätte gedacht, dass mitten in Manhattan kleine Gärten liegen, in denen Obst und Gemüse angebaut wird? Also wir ganz sicher nicht. Jetzt hast du gesagt rein, ne? Ja, wo steht das dran, ne? Geh mal auf der anderen Seite, oder? Ist keine Sonne. Oder? Ja, ich wollte mal gucken, da kommen nämlich gleich irgendwelche Läden. Oder beziehungsweise hier ist ja auch der Schattenstoff. Ja, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, die scheint die Sonne rein gleich. Durch die Wolkenkratzer ist das auch wieder gut. Das ist auch wieder ein altes Gebäude, echt. Ach, wie die so verziert sind, die das damals Ja. gemacht haben, ja? Kein Eiswagen. Ah doch, da ist er. Und was war? Ich glaube, wir müssen ja auch sehr durch. Okay? Tun sie ja auch. Ja. Ja, ist ja klar, die am Hafen vorbei. Ja, ja. Ja. Obwohl wir uns wirklich Zeit lassen, sind wir schon wieder zu früh am nächsten Fähranleger.
Der Tag war bisher wirklich entspannt und lehrreich und wir freuen uns auf einen Abend auf dem Hudson River. Es geht nämlich auf das schwimmende Clubhaus des Manhattan Yacht Club, genannt Willie Wall, nach dem ehrenwerten William Wall. Das war ein erfolgreicher Geschäftsmann, Bürgermeister in Williamsburg und Kongressabgeordneter. Diesen Tipp haben wir aus einem der unzähligen Videos, die wir in Vorbereitung auf unsere Reise angesehen haben. Die Tickets haben wir bereits von Deutschland aus gebucht, zugegeben gar nicht so teuer, und die An- und Abfahrt von und wieder zurück nach Manhattan mit der kleinen gelben Fähre Little Lady sind inbegriffen. Letzte Abfahrt nach Manhattan wäre 22 Uhr, das zumindest wurde uns bei dem wirklich lieben Empfang am Terminal so gesagt. Gut. Sorry. Ups. Interessant und überraschend war, dass eine kleine Regatta stattfand. Erlebt unsereins auch nicht alle Tage und wir haben das wirklich genossen. Irgendwann bekamen wir Durst. An der Bar wurde ich freundlich begrüßt, ein bisschen Smalltalk mit der Barkeeperin und von einer der mittlerweile augenscheinlich etwas angetrunkenen feinen Damen des Clubs drumherum wurde ich gefragt, wo wir herkommen. Wahrheitsgemäß und höflich antwortete ich, "We are from Germany", und als Antwort bekam ich von dieser blasierten Schnepfe ein schrilles "Oh my dear, what a beautiful country, I love Vienna". Da war ich ehrlich geschockt. Ich nahm unsere Getränke und ließ sie einfach ohne weiteres, aber mit Kopfschütteln stehen. Wir haben später herzlich über diese Anekdote gelacht und fragen uns heute noch manchmal, ob die wirklich so doof ist oder ob es vielleicht doch am Alkohol lag. Aber wir sind hier, um die Aussicht zu genießen. Und das haben wir. Wenn langsam die Lichter in Manhattan angehen, ja, das hat was. Aber der dickste Hammer kommt noch. Gebucht und bezahlt hatten wir ja den Transfer von und wieder zurück nach Manhattan. Der junge Mann, der uns am Nachmittag in Manhattan in Empfang genommen hatte, erwähnte extra, dass die Fähre alle 30 Minuten bis 22 Uhr fährt. Gegen 21 Uhr bringt uns das Motorboot zurück zum Manhattan Yacht Club und dann konnten wir sehen, wie wir zurückkommen. Die Fähre rüber nach Manhattan hatte den Betrieb längst eingestellt. Wir waren lost in New Jersey. Ein netter Hilfsarbeiter fragte uns, ob er uns helfen könne und versicherte uns, dass dies eine sichere Gegend sei und wir problemlos die Path nehmen könnten. Das ist in New Jersey das Pendant zur Metro in New York. Lieber New Jersey rum als wie Neuss. Ja, du musst es mal von der Seite sehen. Also New Jersey hat auch was. Mit Hilfe von Google Maps laufen wir dann fast eine halbe Stunde zur nächsten Haltestelle. Gott sei Dank hatte dieser nette Mensch recht und es geht durch gepflegte und sichere Straßen. Irgendwie hast du hier das Gefühl, du bist komplett in einer anderen Welt, Ja. oder?
voll ruhiger auch, ne? Irgendwie. Gleich wieder der ganze Getrubel. Ja, können wir zumindest behaupten, wir waren mal in New Ja. Das heißt auch, die sind ja auch. Ja, wenn man so nach oben guckt, ne? Das sieht dann so nach U-Bahn aus. Ich hab. 6 Stationen. Okay. Nein, steht er da. The Pest Train. Was heißt denn Pest? Was wollen Sie sagen? Wir steigen im Oculus um in unsere Metro und irgendwann sind wir wieder im Hotel. Trotzdem ein schöner Tag, aber eines ist gewiss, nie wieder Willy Wall. Was uns morgen wohl erwartet, wir fahren ja schon wieder mit einem Schiff. Noch fürs Protokoll, trotz der vielen Fährfahrten haben wir heute immerhin etwas mehr wie 11 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Wenn dir unsere New York Moments an Tag 4 unserer Reise gefallen haben, dann zeig es uns mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. Du verpasst so keine Videos und unterstützt dadurch unsere Arbeit. Danke dafür und danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.